Oha. Oha. Okay. Uff. Hier steigen wir vielleicht mal ab. Das ist sonst doch ein bisschen gefährlich. Und laufen mal ein bisschen. Ich weiß nicht, wie es da vorne noch aussieht. Ich passe kaum neben mein Fahrrad. So schmal ist dieser Weg. Okay, ab hier könnte man aber rein theoretisch wieder fahren. Aber hübsch ist es hier. Mal noch ein Foto machen. Hier zum Beispiel. Na gut. Wenigstens aber jetzt wieder auf dem offiziellen Radwanderweg. Und das andere war halt ein Wanderweg, der bei Komoot wahrscheinlich als fahrradtauglich beschrieben war. Wobei er ja tatsächlich sogar mehr oder weniger fahrradtauglich ist. Zumindest für Menschen, die nicht so furchtbar ängstlich sind. Das ist ja jetzt irgendwie ein bisschen blöd. Dafür kann ich mir jetzt aussuchen, ob ich nass werde oder ja, den anderen Weg. Nasslagerplatz, Quellwasser, Achtung, Lebensgefahr, betreten verboten. Gut, dann nehmen wir mal die Umleitung. Eine Umleitung, wie abwegig. Umleitung für Fußgänger. Ah, da ist ein Schild. Okay, ich guck mal aufs Schild. Tja, die Umleitung führt jetzt hier hoch. Da ist das ganze Holz. Wird schön feucht gehalten. Und ja, ich werde jetzt mal schön da hoch spazieren. Dum, dum, dum. Jetzt habe ich nicht mal mehr das Fahrrad abgestellt gekriegt, weil der Berg einfach zu steil ist. Oha. Kann ja mal kurz gucken. Also von da unten, da kam ich hoch. Die Straße jetzt. Von da oben irgendwo scheint die Sonne. Und da unten liegt sogar noch ein bisschen Schnee. Und da, ich halte die Kamera jetzt mal gerade, da muss ich hoch. Bis da oben hin.
und noch weiter. Also das ist gerade richtig wunderschön. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das auf der Kamera nicht so schlimm aussieht, wie es ist. Aber es ist wirklich tatsächlich ziemlich übel. Es sind, glaube ich, knapp 18 oder 19% Steigung. Und so ist die Kamera gerade. Moment, jetzt darf ich nicht lügen. Ja. So. Man sieht es an dem Baum hinten. Ist die Kamera gerade. Also Spaß. Juhu. Bis auf den Brocken sind es noch knapp 10 Kilometer. Und ja, da kommen noch so einige so Abschnitte wie der hier. Wir sind jetzt auf 665 Metern. Bis auf 1100 müssen wir hoch. In 10 Kilometern, also ordentlich. Oh Gott. Okay, 10 Meter laufen, 10 Minuten Pause. So ungefähr. Ich freue mich, wenn ich dann wieder runterradeln darf. Also wenn ich morgen keine 100 Kilometer mache, dann weiß ich auch nicht. Oh Gott. Ein Abschnitt kommt noch, so ein Ding. Jetzt ist es erstmal relativ nicht so steil. Aber ein Abschnitt kommt noch. Der wird genauso heftig und auch ungefähr so lang. Hier so über Stock und Stein, ach, ist das fein. Herrlich. Freut euch mit mir. Ey Leute, ernsthaft mal. Das da oben ist nicht euer Scheißernst. Warum hat Komoot eine Fahrradnavigations-App? Das hier bitte als fahrradtauglich da drin. Das könnt ihr mir mal verraten. Ich meine, vielleicht gibt es auch einfach keinen anderen Weg. Oder der würde hier kilometerweit außen rumführen. Aber ey, das ist schon... Das ist schon richtig hardcore. Das sind jetzt aktuell 19% Steigung. Ich glaube, auf der Kamera kommt das überhaupt nicht raus. Und es ist alles voller fetter Steine. Wo du abrutscht, wo du hier irgendwie ständig ausrutscht und das Fahrrad springt weg und oh, scheiße, da werde ich ja direkt müde. Ey, ich würde jetzt gerade am liebsten hier bleiben und einfach pennen. Hier rechts gibt es eine gute Stelle, da könnte ich mein Zelt aufstellen, da ist es sogar flach. Aber ey, das ist nicht mehr feierlich, Leute. Ich hatte in Schweden schon einige Wege, die sahen genauso aus wie der hier, aber die waren wenigstens auf gerader Strecke und da konnte man das Fahrrad da langsam rüberschieben und dann war gut. Aber auf 19% Steigung hier, oh nee. Ja gut, viel Spaß Markus, weiter geht's. Ich hoffe, die Kamera hält noch durch, der Akku ist nämlich so ziemlich leer und ich habe gerade keine Lust, den noch zu wechseln. Und die Speicherkarte ist auch ziemlich voll. Also das eine ist zu leer, das andere zu voll. Oh, fuck. Ah. Verdammt. Ey, da vorne wird es noch steiler. Ich meine, ich sehe da oben das Ende. Da wird es dann flach, das sieht man von hier aus schon, aber das ist gerade auch nicht sehr motivierend. Ja, toll. Also noch 600 Meter hier hoch.
Oder was? Willst du mir jetzt damit sagen? Oh Gott. Oh Gott, das wird niemals klappen hier. Hier in der Mitte fließt auch irgend so ein Bächlein runter, was anscheinend sich hier so verläuft. Das heißt, es wird weiter oben wahrscheinlich noch mehr. Ich bin mir gerade auch unsicher, ob das der Weg sein soll, aber laut Komoot bin ich richtig. Ich bin auf dem Weg. Jetzt kannst du ein bisschen nach rechts stellen und dann könnte es dann vorbeigehen. So, mehr oder weniger zumindest. Oh. Oh. Scheißdreck. Oh. Hey, das ist ernsthaft nicht normal hier. Upsala, jetzt bin ich auf meine Hupe gekommen. Also hier die Fahrradhupe. Witzig, witzig. Also ihr merkt, es ist schwierig. Es ist nicht ganz unmöglich, aber schwierig. Oh Mann, ich sollte diese Hupe leer machen. Scheiße. Oh. Mal gucken, was da hinter den Büschen noch so lauert. Jetzt muss ich hier voll durchs Wasser, ey. Und meine Füße werden nass, juhu. Oh. Alter. Scheiße. Ich lasse die Kamera jetzt so lange laufen, bis entweder Speicherkarte voll oder Akku leer ist. Und dann kommt der Rest, wenn ich oben bin. Ich weiß auch gar nicht, wo ich die Ersatzspeicherkarten habe. Ich hoffe hier vorne in der Tasche. Ich glaube aber schon. Boah, ey, nee. Boah. Alter, das rutscht hier weg. Boah, da geht's noch weiter rauf. Aber ich glaube, da oben hinter der Kurve ist Ende. Aber ich brauche. So. Ich bin oben angekommen. Und ich habe jetzt hier auch noch mal gesehen, weil es unten auch stand. Da hatte ich mich schon gewundert. Hier oben. Da, vielleicht erkennt man es, auf diesem Schild da oben. Das ist das Schild für den Fahrradweg. Und der Fahrradweg führt dieses komische Ding da lang. Und als die Kamera dann den Akkugeist aufgegeben hat, wurde es also noch viel schlimmer. Ja, ich weiß es. Da wurde es dann noch viel schlimmer, weil dann nämlich plötzlich ein Baum quer beim Weg lag und ich quer durch den Fluss musste und meine Füße jetzt nass sind und langsam kalt werden. Und wir haben jetzt aktuell 9 Grad. Das heißt also, die Nacht wird definitiv auch frisch, weil je höher du kommst, desto kühler wird es ja auch. Ne? Und ich habe gerade eigentlich echt keine Lust mehr. Also schon noch so ein bisschen, aber irgendwie auch nicht mehr so wirklich. Und ja, aber gut. Irgendwie bin ich aber auch ein bisschen so drauf gerade, dass ich das jetzt erst recht zum Brocken schaffen will. Also von daher, dann komme ich da halt erst im Dunkeln an. Und dann ist das halt so. Ich meine, ich wollte morgen früh dann vor Sonnenaufgang aufstehen. Also sollte das eigentlich passen. Weiter geht's. So, ich habe jetzt beschlossen, ich werde es in jedem Fall hoch zum Brocken machen. Dann komme ich zwar echt ziemlich sicher im Dunkeln da an. Und je nachdem, wie diese Wege hier noch werden, kann das auch ziemlich spät werden. Aber selbst wenn ich vorher jetzt eine Hütte finde und da schlafe, dann habe ich morgen von ihr aus auf jeden Fall noch 8 Kilometer. Also 7,72. Also dann mindestens 7. Vielleicht auch nur 5 oder 3, aber das heißt, dass ich dann, hier liegt übrigens überall noch Schnee, haha, aber das heißt, dass ich dann morgen umso früher aufstehen müsste. Und
Da komme ich jetzt lieber ein bisschen später irgendwo an, also am Brocken an, als dann jetzt irgendwie morgen um 4 schon aufstehen zu müssen, weil ich erstmal noch eine Stunde auf 1,5 da rummachen muss. Aber und wenn ich das hier schon wieder sehe, da freue ich mich gleich doppelt. Aber ich glaube, das ist nur dieser kurze Weg, der hier zu dem anderen Weg hochführt. Also geht das noch klar. Ich gehe mal hier lang. Das sieht angenehmer aus. Genau. Okay. Sehr schön. Hier kann ich sogar fahren. Zumindest ein Stück weit erstmal. Ja, heute ist ein Tag. Geil. Aber irgendwie bin ich trotzdem voll gut drauf. Also, ja, ein anderer Tag. Hätte es durchaus sein können, dass ich irgendwann aufgegeben habe und gesagt hätte, so, jetzt reicht's. Ich mache jetzt gar nichts mehr. Ich schlafe jetzt hier. Scheiß auf den Brocken. Und fall vom Rad. Zumindest fast. Guck, ihr hört der Steg schon wieder auf. Ich werde jetzt gerne einmal durch, aber erstens zum Laufen habe ich jetzt keine Zeit, dann müsste ich den ganzen Weg auch wieder zurück. Und wie gesagt, Stufen rauf. Nee, ich bin jetzt genug da so rauf und runter und so. Oh, hier wird's schön, okay. Aber hiervon würde ich gerne mal kurz ein Foto machen. Das sieht ja mal voll nice aus. So viel Zeit muss sein. Das ist der letzte Teil zum Brocken hoch wird dann auch nochmal spaßig, aber gut. Das kriegen wir hin. Boah, das wäre so geil, wenn das hier jetzt alles verschneit wäre und vereist. Das fände ich irgendwie cool. Ich weiß auch nicht warum. So, oh, die Kamera läuft noch die ganze Zeit. Auf jeden Fall ist der Weg hier jetzt wunderschön. Das ist richtig geil. Mit diesen Bäumen hier, die hier so tot in der Gegend rumstehen. Uff, da vorne geht es wieder hoch. Gucken, ob es dann so bleibt. Mann, oh Mann. Ja, ich hocke mich da oben erstmal auf diese Bank und mache eine kleine Verschnaufpause. So von 10 Minuten oder so. Ich habe langsam keine Lust mehr. Aber gut, wie schon gesagt, ich habe es mir selber ausgesucht. So, was sagt das Schild? Brocken 6,5. Schick. So. Jetzt wird sich hier erstmal hingesetzt. Langsam wird es duster. Oh, ich glaube in Wirklichkeit ist es ein bisschen heller als auf der Kamera. Aber ich werde es nicht mehr im Hellen schaffen, glaube ich. Mal schauen. Ich bin jetzt auf 880 Meter. Also knapp 220 müssen wir noch, mindestens. Ich glaube, der Brocken liegt auf irgendwie 1100 irgendwas. Also es ist noch einiges nach oben zu machen. Ich weiß nicht, ob man es überhaupt erkennt. Vielleicht muss ich das dann in der Bearbeitung noch heller machen. Das ist jetzt das steile Stück, was ich noch hoch muss. Und ja, da liegt überall Schnee. Ist das nicht schön? Uff.
Mal gucken, ob ich da durchkomme. Ohne hier irgendwie dann plötzlich wegzurutschen und umzufallen. Und naja gut, eigentlich geht's sogar fast. Nee, eigentlich geht's nicht, aber gut. Da oben ist das schon wieder weg. Okay, ich glaube auf der Kamera sieht man es eh nicht. Ich werde da jetzt mal hochkämpfen.